Hallo und willkommen am Lago Maggiore. Wir sind heute früh losgefahren und haben gerade die Grenze zwischen Italien und der Schweiz am nordöstlichen Drittel des Sees erreicht. Wir freuen uns auf diesen Tag, denn wir werden ein abgelegenes Tal auf der gegenüberliegenden Seite des Sees und anschließend den bekannten Urlaubsort Canobbio besuchen. Am nördlichen Ende des Lago Maggiore angelangt, orientieren wir uns Richtung Locarno. Bevor es weitergeht, müssen wir noch einen Tankstopp einlegen, der einer der lustigsten seit langem wird. Der Delinquent muss mit Tanga und halbnackt zur Belustigung seiner Kumpel Autoscheiben reinigen und dabei mit idiotischen Stiefeln in der Gegend rumlaufen. Wer solche Freunde hat, kann sich glücklich schätzen. Ich möchte nicht wissen, was er sich für den nächsten Heiratswilligen ausdenkt. Oh, Maggiore, sta roba! Der Tag hat schon mal spaßig begonnen und kann eigentlich nur gut werden. Wir fahren Richtung Locarno, wo zunächst die Ortschaften Minusio und Muralto durchfahren werden. Man erkennt eigentlich keine Ortsgrenzen, so fließend sind die Übergänge. Man merkt schon, dass diese Region ein bevorzugter Platz zum Leben ist. Alles sehr gepflegt, ruhig und wohltuend entspannt. Die Seepromenade von Locarno ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Zahlreiche Luxus-Apartments säumen die Uferstraße und beweisen, dass Geld keine Garantie für guten Geschmack ist. Die Immobilien in der zweiten und dritten Reihe sind ebenfalls keine sozialen Brennpunkte, sondern Wohnsitze, die nicht aus der Portokasse bezahlt werden können. Am nördlichen Ende von Locarno fahren wir von der Via Vallemaggia ins Cento Valli ab. Cento Valli bedeutet 100 Täler und bezeichnet nur den schweizerischen Teil. Das tief eingeschnittene und bewaldete Tal mit seinen vielen Seitenästen wurde durch den Fluss Melezza geschaffen. Die engen Gassen verlangen entweder gegenseitige Rücksichtnahme oder genaue Kenntnisse der Fahrzeugmaße. In der Vergangenheit war die Gegend als Tal der Kaminkehrer bekannt. Die Armut war so groß, dass Kinder für diese Arbeit nach Oberitalien verkauft wurden. Diese Kaminfegergehilfen starben dann in jungen Jahren fern der Heimat, einsam, krank und verlassen. Wenn wir heute hier fröhlich Urlaub machen, sollten wir das im Hinterkopf haben. Wie der Zufall so spielt, geraten wir heute in das jährliche Schornsteinfegertreffen, das an diese düstere Zeit erinnert. Indrania markiert den tatsächlichen Beginn des Cento Valli und ist gleichzeitig der Hauptort des Tales. Der markante Glockenturm der Pfarrkirche ist mit 65 Metern der höchste im Tessin. Die schmale Bogenbrücke am Ortsausgang ist nicht nur sehenswert, sondern gleichzeitig eine effektive Sperre für breitere Fahrzeuge.
Rechts sieht man die Trasse der Cento-Valli-Bahn, die uns die nächsten 20 Kilometer bis Malesco in Italien begleitet. Die malerische Schmalspurbahn verbindet Locarno mit dem 52 Kilometer entfernten Domodossola. Für die Strecke mit 83 Brücken und 31 Tunnel benötigt sie 2 Stunden. Genau das Richtige für Eisenbahnromantiker. Aber auch für uns Motorradfanatiker ist die Streckenführung durchs eng eingeschnittene Tal der Melezza ein Vergnügen. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Nur Schaltfaule müssen etwas mehr im Getriebe rühren. Im Mittelalter gab es nur 2 Maultierpfade durch das abgelegene, fast unerschlossene Tal. Erst 1907 wurde die Region mit dieser aufwendigen Gebirgsstraße wirklich zugänglich. Bereits im Jahr 1923 folgte die Bahn mit modernem elektrischem Antrieb. Die Grenze zwischen Schweiz und Italien bedeutet gleichzeitig, dass aus dem Cento-Valli jetzt das Valle Vigezzo wird. Das ändert aber nichts an der Einzigartigkeit des Tals, das vor allem aus der Luft betrachtet seine wirkliche Schönheit präsentiert. Re mit seinen imposanten Kirchen ist unser nächster Stopp. Der Bau der neobyzantinischen Basilika wurde 1922 begonnen und erst 1958 abgeschlossen. Die wesentlich ältere Wallfahrtskirche mit dem freistehenden Glockenturm wurde 1627 fertiggestellt. Madonna della Sangue
steht an einer Stelle, wo 1494 ein Wunder geschehen sein soll. Demnach begann das Fresko der stillenden Maria nach einem Steinwurf zu bluten. Viele Wallfahrer zeigen auch noch heute ihren Dank, wenn ihre vielfältigen Bitten und Gebete erhört werden. Selbst wenn man diesen Glauben nicht teilt, strahlt der Ort doch eine spirituelle Stimmung aus, die niemanden unbeeindruckt lässt. Die Pause hat auch uns gut getan und wir machen uns auf den Weg nach Canopio. In Malesko überraschen uns die vielen Kaminfeger und es stellt sich heraus, dass zufällig das jährliche internationale Kaminfegertreffen stattfindet. Es ist eine Reminiszenz an die schon erwähnten Kaminfegerjungen, die aus Armut in große Städte verkauft wurden. Das internationale Treffen hält die Erinnerung an die grausame Vergangenheit wach und gibt aber auch gleichzeitig Hoffnung für eine bessere und glücklichere Zukunft. Von Maleska bis Canopio sind es jetzt noch 25 Kilometer auf einer engen und kurvigen Straße, wobei wir zunächst noch den 973 Meter hohen Passo Finero überqueren müssen. Finero liegt in einem Hochtal auf 900 Metern und wurde erst 1876 mit dieser Straße nach Canopio an den Rest der Welt angebunden. Diese Abgeschiedenheit ist irgendwie beruhigend.
Es ist einfach so schön. Ab und an tauchen einzelne Gehöfte oder kleine Siedlungen auf, die schon mal bessere Zeiten gesehen haben. Am westlichen Ortsrand von Canopio lenkt das Dreirad unseren Blick auf ein vergessenes Kleinod, die Orito di Santa Anna, eine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert. Eine alte Brücke spannt sich über den Namensgeber der Stadt, der kristallklare Canobino. Fast ein mystischer Ort in der engen Schlucht. Von der Kapelle sind es nur noch 3 Kilometer bis ins Zentrum von Canopio. Sie ist eine der schönsten am ganzen Lago Maggiore mit vielen Cafés, Bars und Restaurants. Wir haben dort sehr lecker und dazu auch noch preiswert gegessen. Außerdem findet hier jeden Sonntag auf der ganzen Länge ein großer Wochenmarkt statt. Das Klima ist auch heute angenehm warm und der leichte Wind hat die Segler angelockt. Auch die Altstadt hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten und verleitet uns, obwohl die Zeit drängt, zu einem gemütlichen Abschiedsbummel. Happy Wife, Happy Life. Es ist schon spät am Nachmittag und daher heißt es Abschied nehmen, damit wir die Fähre im 24 Kilometer entfernten Intra noch erreichen können.
Wieder geht ein herrlicher Urlaubstag mit dem Motorrad zu Ende. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.